Heute steht nicht die Himmelsscheibe selbst im Vordergrund, sondern der Hortfund, der mit ihr zusammen gefunden wurde. Und dieser wird meistens wenig beachtet, weil die Himmelsscheibe selbst natürlich das optisch und auch inhaltlich sensationellste Objekt ist. Der Hortfund selber ist aber von großartiger Bedeutung. Hätten wir nur diesen gefunden, wären wir schon völlig begeistert und es wäre ein Schatz von nationaler Bedeutung. Das liegt nicht daran, dass diese beiden Schwerter, die sich darin finden, Gold verziert sind. Das liegt auch nicht an der Zusammensetzung allein. Das liegt daran, dass es sich mit um die ältesten Schwerter in Deutschland überhaupt handelt. Die werden so um 1650, 1600 vielleicht hergestellt worden sein, also ganz kurz vor der Deponierung um 1600, sondern auch darum, dass diese Schwerter über so eine exzellente Qualität verfügen. Die Klingen der Schwerter weisen nach Ungarn. Dort hat man solche Schwerter einige Jahre vor den Schwertern der Himmelsscheibe erfunden. Man sieht also eine Verbindung nach Südosten. Der Griff selbst ist auch von dort inspiriert, aber die goldenen Griffklammern, die sich dort befinden, die sind eher aus England inspiriert, sodass die Schwerter gleichsam ein Potpourri sind der Kenntnisse aus den verschiedensten Regionen, abgesehen davon, dass das Gold der Schwerter auch noch aus Cornwall kommt. Also, das wäre schon ganz toll, aber noch bedeutend ist natürlich, dass die Schwerter tauschiert sind. Das heißt, die Schwerter selbst haben eine Einlage damals erfahren in einer eingeschnittenen Grube aus Kupferdraht. Und diese Einlage ist deshalb hochbedeutend, weil die Technik eigentlich eine Technik des minoisch-mykenischen Griechenlands ist, eine Technik sogar des Vorderen Orients, die dort bedeutend früher erfunden wird und offenbar nach Mitteleuropa kommt. Die Himmelsscheibe von Nebra ist ja auch tauschiert. Die Schwerter sind wirklich kompliziert tauschiert. Es sind nicht die ersten Tauschierungen. Wir haben in Thun-Renzenbühl, einem anderen Fund, vielleicht etwas frühere Tauschierungen. Aber wir haben ja auch mehr Kontakte zum Vorderen Orient und nach Griechenland über längere Zeit, sodass diese Technik von dort für herausragende Funde zu uns kommt. Wenn wir uns anschauen, worum es sich bei diesen Tauschierungen handelt, sind es zum einen ornamentale Einlagen an den Griffen, die sicherlich eine Mehrfarbigkeit dieser tollen Griffe bewirkten. Nicht nur das Gold strahlte, sondern auf den vielleicht dunkel patinierten Griffen strahlten auch die Kupfereinlagen, sodass man mehrfarbige Griffe hatte. Aber vor allem die Klingen hatten begleitend elegante, eingelegte Linien. Und bei einem Schwert haben wir in der Mitte, auf der Mittelrippe des Schwertes, eine schlängelnde Schlange, die dreiköpfig ist. Und das erinnert uns natürlich an Schlangen auf Schwertern, zum Beispiel in Byblos, das Königsgrab von Byblos, ein Ort, an dem einer der Reisenden aus Nebra hingelangt hätte sein können. Dieses Königsgrab von Byblos verfügt über ein sogenanntes ägyptisches Sichelschwert und in dieses Sichelschwert ist eine goldene Uräus-Schlange eingelegt, eine ägyptische Schlange, die zubeißt, wie auch im Frühmittelalter noch Schwerter nach Schlangen heißen und beißen, nicht? Also das Schwert wird häufig als Schlange gesehen. Schlangen auf Agamemnons Panzer wölben sich ihm entgegen. Das heißt, nur die größten Helden können mit diesen Schlangen umgehen und diese mächtigen Schlangen bändigen. Wir sehen also, die Schwerter, die sind von exzellenter Qualität, von einer gewissen symbolischen Bedeutung. Sie sind zudem nahezu fabrikneu. Sie werden also nie benutzt und sie werden so möglicherweise vielleicht sogar zum ersten Mal benutzt, als sie dort überhaupt deponiert wurden in diesem herausragenden Hort. Die Beile selbst sind klassische Beile dieser Zeit. Das gleiche gilt für den Meißel und die Armspiralen, aber alles zusammen ist das Set eigentlich einer fürstlichen Ausstattung. Was fehlt, ist der Goldornat. Das liegt daran, dass in Hort- und Opferfunde der damaligen Zeit kein Goldornat kommt. Der kommt nur in Gräber. Ein weiterer Punkt, der dafür spricht, dass es sich beim Hortfund von Nebra tatsächlich um einen Hortfund handelt. Das sehen wir auch daran, dass es nicht eine Grabgrube ist, sondern eine relativ kleine Grube, in der der Hort zusammen mit der Himmelsscheibe deponiert wurde. Die Himmelsscheibe und den Hort verbinden das Gold aus Cornwall, die Technik der Tauschierung. Ansonsten muss man betonen, ist die Himmelsscheibe
älter als der Hortfund. Die Himmelsscheibe wird vielleicht um 1800, 1750 irgendwann hergestellt, vielleicht auch kurz vor 1800. Der Hortfund selber wird sicherlich im 17. Jahrhundert hergestellt. Beides ist aber verklammert mit diesem Cornwall-Gold, beides ist verklammert mit der Technik der Tauschierung, beides ist verklammert mit diesem fürstlichen Kontext und vor allem ist beides verklammert dadurch, dass die Menschen der Bronzezeit diese beiden fantastischen Fundkomplexe zusammenbrachten auf dem Mittelberg, deponierten. Und warum haben sie das deponiert? Möglicherweise wegen des Santorini-Ausbruchs, der größten historisch bekannten Vulkaneruption, die sicherlich dazu führte, dass der Himmel sich verfinsterte, dass es spektakuläre Sonnenuntergänge gab. Das musste die Menschen ängstigen. Die Menschen wussten aber, ihr Fürst, vielleicht ihr König, ist mit der himmlischen Sphäre in Kontakt. Er ist ja der Besitzer der Himmelsscheibe. Er kann einen Kalender machen, gegebenenfalls. Er kann möglicherweise Mondfinsternisse vorherschauen, sehen. Er ist mehr Teil des Himmels als Teil der Gemeinschaft. Insofern ist er zuständig für gute Ernten, für Fruchtbarkeit. Das ist eigentlich in Mitteldeutschland kein Problem bei den fruchtbaren Böden, aber es wird dann ein Problem, wenn es solche Witterungsphänomene gibt, die mehrere Jahre anhalten. Dann müssen die Fürsten natürlich ihre Kompetenz beweisen und möglicherweise war die Deponierung der Himmelsscheibe mit diesem fantastischen Ausstattungshortfund aus Schwertern und Beilen ein letzter Versuch, die Götter zu besänftigen. Das würde bedeuten, der Fürst hätte selbst an seine Legitimationsstrategie geglaubt, was natürlich nach 2 Jahrhunderten möglich ist. Ich bin überzeugt, der erste Fürst hat sich die Sache klug ausgedacht, aber irgendwann glaubt man an die Dinge. Das ist das Wesen von Religion.